Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Nun, wir sind dabei, durch Dave Hunts Buch zu gehen. Eigentlich haben wir erst letzte Woche damit begonnen. Das Buch trägt den Titel A Cup of Trembling, Untertitel Jerusalem und biblische Prophetie. Nun, Dave, einer der Gründe, warum ich mich darauf freue, durch das Buch zu gehen. Wir haben in vielen Sendungen in der Vergangenheit uns mit den Überzeugungen des Islam befasst. Ganz sicher sind wir auch durch das gegangen, was die Bibel lehrt und so weiter. Aber ich denke, die Verwirrung da draußen in Bezug auf den Islam besteht darin, dass die Leute bestimmte Dinge hören, aber sie hatten nicht die Gelegenheit zu verstehen, nicht nur, wie der Islam formuliert wurde, sondern wie das mit den Juden zusammenhängt, wie es mit Israel zusammenhängt, wie es mit Jerusalem zusammenhängt, mit Israel heute. Und wieder, wenn wir durch dein Buch A Cup of Trembling gehen, denke ich, werden wir die Gelegenheit haben, einige Informationen zu präsentieren, die viele und vielleicht die meisten unserer Zuhörer nicht die Gelegenheit hatten zu hören. Letzte Woche habe ich den Historiker Will Durant zitiert, und das Zitat hatte mit Jerusalem zu tun, insbesondere mit der Entwicklung des Felsendoms als Ort der Anbetung für Muslime. Lass mich das noch einmal lesen und unsere Zuhörer, falls sie es letzte Woche nicht gehört haben oder gerade zum ersten Mal eingeschaltet haben, wieder abholen. Das könnte hilfreich sein. Das ist der Historiker Will Durant. Im Jahr 684, als der Rebell Abdallah ibn Zubayr Mekka hielt und die Einnahmen seiner Pilger erhielt, verfügte Abd al-Malik, der darauf bedacht war, einen Teil dieser heiligen Einnahmen anzuziehen, dass fortan dieser Fels, wo Abraham Isaak dargebracht hatte und der Tempel in Jerusalem gestanden hatte, die Kaaba in Mekka, als Ziel frommer Pilgerfahrt ersetzen solle. Über diesem geschichtsträchtigen Stein errichteten seine Handwerker im Jahr 691 im syrisch-byzantinischen Stil den berühmten Felsendom, der bald als das dritte der 4 Wunder der muslimischen Welt galt. Abd al-Maliks Plan, dieses Monument an die Stelle der Kaaba zu setzen, scheiterte. Wäre er gelungen, wäre Jerusalem das Zentrum aller 3 Glaubensrichtungen gewesen, die um die Seele des mittelalterlichen Menschen wetteiferten. Aber Jerusalem war unter den Arabern nicht einmal die Hauptstadt der Provinz Palästina. Also scheint es mir, zumindest laut dem Historiker Will Durant, dass dieser Ort, was ein religiöses Zentrum für Muslime betrifft, bestenfalls fragwürdig ist. Ja, es war nie ein religiöses Zentrum für Muslime. Und sie hielten es, zum Beispiel hielt das Osmanische Reich es 400 Jahre lang. Niemand machte Pilgerfahrten, keine Muslime. Sie sahen es nicht als von irgendeiner Bedeutung an. Aber ich meine, es ist sehr klar, was er tun wollte. Jemand, ein Rebell. Und wir haben letztes Mal erwähnt, glaube ich, dass die Muslime nicht miteinander auskommen. Das Einzige, was sie heute vereint, ist ihr gemeinsamer Hass auf Israel und die Entschlossenheit, Israel auszurotten. Abgesehen davon bekämpfen sie einander. Man liest die Geschichte davon, und sie gehört zu den bösartigsten, spaltendsten Geschichten von. Es gibt keine Kirche, es gibt keine Religion, die sich so liest. Ich glaube, ich habe letztes Mal erwähnt, 3 der ersten 4 Kalifen, sie werden die rechtgeleiteten Kalifen genannt, die Mohammed nachfolgten, wurden von ihren eigenen Leuten ermordet. Und du hattest Spaltungen, du hattest verschiedene Kalifate, du hattest Fraktionen, die einander töteten, einander ermordeten. Es gab einen Kampf um die Führung unter den Muslimen. Und schließlich fand die große Spaltung zwischen den Sunniten und den Schiiten statt. Und das ging um den Mord an dem Mann, von dem die Schiiten von heute behaupten, er hätte der Nachfolger sein sollen. Sie waren der Meinung, der Nachfolger müsse ein direkter Nachkomme oder jedenfalls ein naher Verwandter, Muhammad sein. Aber das, nehme ich an, wurde aufgegeben. Also haben wir hier, das ist nun ein Muslim. Durant sagt ein Rebell, aber ein rebellischer Muslim. Ich meine, es gibt verschiedene Fraktionen und er übernimmt Mekka. Tatsächlich wurde die Kaaba zu einer Zeit zumindest zerstört, verbrannt, und dann wurde sie später wiederhergestellt. Also hast du eine Fraktion, eine islamische Fraktion, wie du heute im Irak Fraktionen hast.
Geh nach Afghanistan, da hast du Fraktionen. Diese Kerle bekämpfen einander. Und er übernahm Mekka. Und jetzt bekommt er die, warum hat er es übernommen? Weil er das als religiöse Stätte bewahren wollte und weil er Mohammed und Allah so loyal war? Nein, er wollte die Einnahmen. Schon zu Mohammeds Zeiten machte der Stamm der Quraysh, das war Mohammeds Stamm, eine Menge Geld damit. Sie verlangten von den Leuten, von Pilgern Gebühren, um dorthin zu kommen. Nun, Dave, hilf uns mal ein bisschen. Geh ein Stück zurück. Was ging an der Kaaba vor sich? War das in erster Linie der Islam, die muslimische Religion? Nein, Tom, du leitest hier die Sendung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber lass mich versuchen, das zu erklären, weil Es ist wichtig. Wir haben Zeit. es sehr Wenn der Herr verzieht, haben wir Wochen vor uns. Leg los. sehr interessant und sehr wichtig zu verstehen ist. Zum Beispiel hat Präsident Bush vor ein paar Monaten den heiligen Monat Ramadan geehrt. Dieses Fasten, okay? Und er hatte muslimische Führer eingeladen. Und er gab ihnen ein Abendessen, als das Fasten vorbei war. Sie fasten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und dann können sie sich nachts vollstopfen. Oder was auch immer. Aber jedenfalls hat er das geehrt. Und Präsident Clinton hatte gesagt, oh, das lehrt den Muslim, wie schrecklich es für Menschen ist, die kein Essen haben, so dass sie, wenn sie fasten, das lernen können und so weiter. Okay? Nun, all das beiseite. Es hat nichts zu tun. Naja, es hat jetzt alles mit dem Islam zu tun. Aber es war kein muslimisches Fest. Zum Beispiel sagt der Koran, und ich habe meinen Koran nicht vor mir, und ich kann mich nicht an den genauen Vers erinnern. Aber der Koran sagt, dass es im Monat Ramadan war, dass Muhammad die erste Offenbarung für den Koran empfing. Also existierte der Monat Ramadan bereits, bevor der Koran inspiriert wurde. Außerdem begann Muhammad seine Laufbahn, als er nach Medina zog. Er begann in Mekka, wo er geboren wurde. Und das war sein Stamm, der Stamm der Quraysh. Aber sie akzeptierten ihn nicht als Propheten. Er wollte, dass sie sich seiner religiösen Autorität beugen, und das taten sie nicht. Und er wurde hinausgedrängt. Und das begann den Kalender für die Muslime. Er wird von dieser Zeit an datiert, von seiner Flucht aus Mekka und seiner Etablierung in Medina, die Hijra, wie es genannt wird. Übrigens wurde Medina umbenannt. Ursprünglich hieß es Yathrib, und ob sie es glauben oder nicht, es wurde von Juden gegründet. Und die Juden waren dort eine sehr große Gruppe. Muhammad tötete sie alle. Etwa 900 von ihnen, männliche Krieger, sind unter dem Marktplatz begraben in dem, was dann zu Medina wurde, was die Stadt des Propheten bedeutet. Aber ursprünglich war es eine jüdische Stadt, von Juden besiedelt. Und dann zogen Araber ein. Und viele Araber wurden übrigens zum Judentum bekehrt. Jedenfalls, als er sich in Medina etablierte, wie beginnt er seine Laufbahn? Karawanen angreifen. Nun, das war damals ein bedeutender Wirtschaftszweig für die Araber. Die verschiedenen Stämme bekämpften einander. Und so begann er Karawanen anzugreifen. Seine ersten 3 Angriffe waren nicht erfolgreich. Der 4. war erfolgreich. Warum war das so? Weil er eine Offenbarung erhielt, dass man im heiligen Monat Ramadan Krieg führen dürfe. Sehen Sie, der heilige Monat Ramadan existierte bereits. Und die arabischen Stämme hatten alle vereinbart, dass man im heiligen Monat Ramadan nicht gegeneinander kämpft. Also wie Joseph Smith, der Offenbarungen bekam, wenn er sie brauchte. Muhammad bekam sogar eine Offenbarung darüber, sich die Frau eines anderen zu nehmen, so wie Joseph Smith es tat. Er erhielt eine Offenbarung, dass man im heiligen Monat Ramadan kämpfen dürfe. Also war es ein Überraschungsangriff. Die Karawane erwartete keinen Angriff im Monat Ramadan. Und so begann er. Das war sein erster Erfolg. Okay? Ich weise nur darauf hin, um zu erwähnen, dass Ramadan seit Jahrhunderten praktiziert wurde. Dave, die Verbindung. Sag uns kurz die Verbindung zwischen dem Mond und Ramadan. Nun, es beginnt mit einer Sichel und es endet so. Viertelmond. Es ist mit dem Mond verbunden.
mit dem ersten Erscheinen der Mondsichel. Also dann auch verbunden mit dem Mondgott. Genau. Allah war der Mondgott. Allah ist eine Zusammenziehung von Al-Ilah, was der Hauptgott bedeutet. Und Allah war der Hauptgott in der Kaaba, die über 300 hatte. Okay, nun wollen wir zur Kaaba kommen. Es tut mir leid, aber ich weise nur darauf hin, dass der Islam Heidentum ist. Er ist nur irgendwie überarbeitet worden, nicht einmal sehr stark überarbeitet. Er ist, könnte man sagen, gesäubert worden. Und so geht es weiter. Die Muslime heute praktizieren weiterhin dieselben religiösen Riten, die die heidnischen Araber jahrhundertelang praktizierten, bevor Mohammed geboren wurde. Was ist mit einem schwarzen Stein? Nun, es gab ein paar Steine. Es gab einen schwarzen Stein, der angeblich vom Jupiter kam, und laut Mohammed, und das finden Sie auch im Koran, laut Mohammed kam er milchweiß vom Himmel herab, aber wenn man ihn küsst, saugt er einem die Sünde heraus. Also wird er immer dunkler und dunkler und dunkler. Wieder, Dave, eine kleine Nebenbemerkung, nicht unähnlich dem Mormonentum, das lehrte, weiß und lieblich zu sein oder dunkel zu sein, habe mit Sünde zu tun. Also, nun können wir ganz einfach beweisen. Ich meine, Sie finden es bei Will Durant. Du hast ein Zitat von Will Durant über den Felsendom gebracht. Aber Will Durant sagt dir, dass nun, die meisten arabischen Stämme verehrten Steine. Aber Mekka war das Zentrum der Steinverehrung. Und der heiligste der Steine war dieser dunkle Stein, der etwa 5 Fuß über dem Boden, in einer Ecke der Kaaba, außen eingelassen ist. Heute steht die Kaaba im Innenhof, Patio, wie auch immer man es nennen will, einer riesigen Moschee, die sie umgibt. Aber ohne in die Geschichte zu gehen. Du willst der Geschichte nicht glauben? Okay, dann gehen wir einfach zurück ins Jahr 626 nach Christus, als Mohammed nun in Medina ist. Und sie sind jetzt Muslime, und er und einige seiner muslimischen Anhänger, das sind die ersten Muslime, die es je gab. Sie existierten. Die Hijra begann 622. Also ist dies das Jahr 6 AH. Wir sagen AD, aber für sie ist es AH. Also ging er 628 mit seinen Anhängern nach Mekka, um eine Pilgerfahrt zur Kaaba zu machen. Moment mal, die Kaaba ist ein heidnischer Tempel. Mohammed hat die Götzen noch nicht zerschlagen. Und von wie vielen Götzen reden wir? Nun, über 300, manche sagen 360. Ich kenne die genaue Zahl nicht. Aber, also stell dir jetzt das Bild vor. Die Kaaba gehört den Heiden, wie sie es immer tat, seit Jahrhunderten. Und es kommen heidnische Araber dorthin und verehren diese Götzen, darunter Allah, den Mondgott. Und Mohammed bringt seine Truppe treuer Muslime, seine Anhänger nun der neuen Religion des Islam. Und sie wollen auch zur Kaaba. Nun ist es zu dieser Zeit so, dass die Mekkaner stärker waren als Mohammed. Er hatte nicht die Truppen, um anzugreifen, und sie sagten Nein. Und das ist ein sehr wichtiges Datum und Ereignis in der Geschichte des Islam, weil Mohammed einen Vertrag, einen Waffenstillstandsvertrag mit den Mekkanern für 10 Jahre schloss. Er heißt der Vertrag von Hudaybiyah. Er war für 10 Jahre. Natürlich brach er ihn nach 2 Jahren unter einen Vorwand. Das war, als er genug Truppen hatte. Und er kommt mit einer Armee von 10.000 Mann und übernimmt Mekka. Aber bevor wir dazu kommen, nun er will hineingehen und zusammen mit diesen Heiden an der Kaaba anbeten. Du kannst sehen, wie stark das in seiner Tradition war. Die Mekkaner sagen Nein. Aber als Teil des Vertrags von Hudaybiyah sagen sie, nächstes Jahr kannst du es tun. Also kommt im folgenden Jahr Mohammed mit seinen muslimischen Anhängern. Ein bisschen größer jetzt, aber nicht viel. Ja, und sie mischen sich unter die Heiden. Sie machen dasselbe. Was tun sie? Nun, du küsst zuerst den schwarzen Stein. Dann gehst du um die Kaaba herum, umschreitest sie, 4-mal im Lauf, 3-mal in langsamem Tempo, meditativ. Und Tom, ich werde nicht versuchen, auf alle Details einzugehen. Es gibt weitere Rituale, während du herumgehst. Und dann gehst du durch eines der 24 Tore dieser riesigen Moschee hinaus.
aber die Moschee war natürlich nicht da. Also würdest du damals einfach losgehen und du kletterst, nun, du läufst zwischen Safa und Marwa, ein paar Hügeln, 7-mal hin und her. Und das soll angeblich zur Erinnerung an Hagars Suche nach Wasser sein. Du trinkst aus dem Brunnen, aus dem Hagar angeblich getrunken hat. Dann besteigst du den Berg Arafat. Und das ist ziemlich interessant. Du weißt, Arafat, so kennen wir ihn heute. Sein Name war ursprünglich Hussaini und er war sein Großonkel Haq Amin al-Hussaini, der Großmufti von, ich glaube im Buch sage ich Onkel, aber tatsächlich war es der Cousin seiner Mutter. Aber jedenfalls, wie auch immer man es sagen will, Cousin oder was auch immer, Onkel. Ich kann all diese Verwandtschaftsverhältnisse nicht auseinanderhalten. Aber er änderte seinen Namen, um seine Beziehung zu Haq Amin al-Hussaini zu verbergen, der sein Vorbild und Mentor war, ein schrecklicher Terrorist. Wahrscheinlich, und ich zitiere nur einige Historiker, könnte man ihm den Tod von mehreren 100.000 Juden in Europa anrechnen. Er war daran beteiligt mit Hitler und so weiter. Richtig, das war in den 20ern und den 30ern. Jedenfalls. Nun, es war in den 20ern und den 30ern, dass er diese Idee erfand, Jerusalem sei ein heiliger Ort für die Muslime, was es nie gewesen war. Jedenfalls besteigst du den Berg Arafat. Du läufst zum Wadi Mina. Und ich lasse ein bisschen dazwischen aus. Wir haben keine Zeit dafür. Und du wirfst jeweils 7 Steine auf 3 Felsen, die Satan darstellen. Und du hörst dir einige Predigten an. Und du opferst eine Ziege, angeblich zur Erinnerung an Abrahams Opferung Ismaels. Nein, Abraham wollte Isaak opfern, nicht Ismael. Also jedenfalls der Punkt, den ich zu machen versuche, ist die Kaaba. All diese Rituale, verstehst du? Das ist das, was Muhammad mit seinen muslimischen Anhängern zusammen mit den heidnischen Arabern durchmachte. Direkt in ihren Fußstapfen. Das wurde in den Islam übernommen. Nun Muhammad, als er Mekka übernahm, erlaubte er den heidnischen Arabern immer noch, sich unter seine muslimischen Anhänger zu mischen. Schließlich sagte Muhammad, alle Nicht-Muslime, ihr habt 4 Monate Zeit, zu konvertieren. Und wenn ihr nicht zum Islam konvertiert, werdet ihr getötet. Okay? Und von da an durfte niemand außer einem Muslim zur Kaaba kommen und die Rituale durchlaufen, die die heidnischen Araber seit Jahrhunderten ausgeübt hatten. Rechne es dir aus, Tom, aber der Islam ist Heidentum verkleidet als Islam, als irgendeine neue Religion, obwohl er in Wirklichkeit direkt aus dem Heidentum kommt. Und die Muslime heute sollten es wissen. Sie machen diese Hadsch, eine einmal im Leben Pilgerfahrt. Sie folgen den Fußstapfen von Millionen von Heiden, die es vor ihnen getan haben. Und sie tun genau dasselbe. Dave, vorhin hast du den Verwandten von Yassir Arafat erwähnt. Er war der Großmufti von Jerusalem in den 1920ern, 1930ern, ungefähr um diese Zeit. Nun, er tat etwas, wodurch er sozusagen dort weitermachte, wo Abd al-Malik aufgehört hatte. Was das Anziehen, nun, des Islam nach Jerusalem als Zentrum der Anbetung betrifft. Nun, eigentlich, Abd al-Malik, er nahm Mekka ein. Er bekam die Truppen und er bekam sie von Abdallah ibn Zubair. Und er nahm Mekka wieder zurück. Also gab er den Felsendom, den er dort als Rivalen zog. Er wollte versuchen, die Pilger dazu zu bringen, nach Jerusalem statt nach Mekka zu kommen. Moment mal, du hast all diese Tradition. Aber die einzige Bedeutung, wenn man es so nennen will, wäre die Tatsache, dass Abraham opfert. Nicht tatsächlich opferte, aber Isaak brachte, um geopfert zu werden. Aber jetzt erzählen uns die Muslime, nein, es war nicht Isaak, es war Ismael. Außerdem wurde dort der Tempel Salomos gebaut. Und tatsächlich, wenn du in der Geschichte zurückgehen und die alten Schriften der arabischen Historiker lesen willst, sagen sie, dass dieser Felsendom zur Erinnerung, zu Ehren des Tempels Salomos gebaut wurde. Und das war es, was er benutzen wollte, um die Pilger dorthin zu bringen. Tatsächlich waren 5 jüdische Familien beteiligt. Nicht nur als Handwerker, sondern auch an der fortlaufenden Instandhaltung dieses Ortes und so weiter. Also Sure 17,1,
Der eine Vers, über den wir letzte Woche gesprochen haben, glaube ich, der sagt, gepriesen sei der, der weggenommen wurde von. Lass mich ihn für dich zitieren, Dave. Da steht, gepriesen sei er, der seinen Diener bei Nacht von der unverletzlichen Gebetsstätte zur fernsten Al-Aqsa-Gebetsstätte trug, deren Umgebung wir gesegnet haben, damit wir ihm unsere Zeichen zeigen. Wahrlich, er und nur er ist der Hörende, der Sehende. Ja, aber dieser Vers fehlt bei all den Versen im Koran. Du warst dort, Tom. Du meinst nicht im Koran, in der Moschee. Ja, wunderschön eingraviert. Die Verse aus dem Koran, die innen in Felsendom auf Arabisch eingraviert sind. Und dieser Vers ist nicht darunter. Also war das offensichtlich nicht das Verständnis. Und zu sagen, Al-Aqsa bedeutet Jerusalem, es ist eine weit entfernte Gebetsstätte. Oder eine andere Übersetzung würde sagen, die fernste Moschee. Es war nie eine Moschee. Es war nie ein Ort der Anbetung für den Islam. Das ist ein Betrug, den Hajj Amin al-Husseini sich ausgedacht hat, um es zu ihrem Besitz zu machen und die Juden auszuschließen. Es tut mir leid, ich fange an wütend zu werden, Tom. Ich hoffe, die Sendung ist bald zu Ende, denn das ist Betrug. Es ist nicht richtig, aber die ganze Welt akzeptiert es jetzt. Sie haben die Geschichte umgeschrieben.